Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich auf die Grundgrößen der sinusförmigen Wechselspannung eingehen und dabei insbesondere den Effektivwert betrachten, dessen theoretischer Hintergrund durchaus etwas komplizierter ist. Gleichzeitig werde ich dabei auch auf den Gleichrichtwert und den sogenannten Formfaktor eingehen. Und schließlich werde ich erläutern, was True RMS bedeutet, denn das ist auf vielen Messgeräten sowie hier auf dem Multimeter von Fluke angegeben. Zunächst ein Blick auf sehr bekannte Kennwerte von sinusförmigen Wechselspannungen. Da ist zuerst die Periodendauer T genannt. Die Periodendauer T beschreibt, wie lang der Zeitraum ist, in dem eine vollständige Sinuskurve durchlaufen wird. Im öffentlichen Netz in Westeuropa sind das 20 Millisekunden. Das heißt, in unserem elektrischen Versorgungsnetz beträgt die Periodendauer 20 Millisekunden. Diesen Sachverhalt kann man auch durch die sogenannte Frequenz beschreiben. Die Frequenz f beschreibt, wie viele vollständige Durchläufe die Sinuskurve innerhalb von einer Sekunde erfährt. Das sind 50 Durchläufe pro Sekunde, also 50 Hertz. Das ergibt sich daraus, dass eine Sekunde 1000 Millisekunden hat, und teile ich nun diese 1000 Millisekunden durch die Periodendauer von 20 Millisekunden, so erfährt dieser Spannungsverlauf eben genau diese 50 Durchläufe pro Sekunde, und damit komme ich auf den Wert der Frequenz. Somit gilt auch die Formel F gleich 1 durch T, die man auch umdrehen kann, indem man sie als T gleich 1 durch F aufschreibt. Nicht ganz so bekannt ist der sogenannte Scheitelwert, U-Dach, das ist der Spitzenwert, der nach einer Viertelumdrehung des Dauermagneten, der diese Spannung erzeugt, erreicht wird. Das sind 325 Volt. Dieser Wert wird ebenfalls nach 3/4 der Umdrehung erreicht, dann allerdings negativ, da die Polarität gegenüber diesem Spitzenwert sich dabei umgekehrt hat. Ein sehr wichtiger, aber wie bereits gesagt, theoretisch durchaus etwas komplizierterer Wert ist der sogenannte Effektivwert von 230 Volt, der allgemein gut bekannt ist. Zwischen dem Scheitelwert U-Dach und dem Effektivwert UF, den ich hier ausnahmsweise mit UF kennzeichne, im Allgemeinen wird er einfach nur mit U abgekürzt, besteht der sogenannte Scheitelfaktor von Wurzel 2. Also ist U-Dach gleich Wurzel 2 mal U effektiv. In diesem Video werde ich nun hergehen und folgende Begriffe näher erläutern. Das ist einmal der sehr wichtige Wert, der Effektivwert, der ja mit 230 Volt oben schon genannt wurde. Ich werde den Gleichrichtwert erläutern. Ich werde zeigen, welchen Mittelwert die sinusförmige Wechselspannung hat, und auch den Begriff Formfaktor näher betrachten. Zentral dabei ist allerdings die Betrachtung des Effektivwertes U. Ich gehe nun tatsächlich her und zeige zunächst, was der Effektivwert nicht ist. Der Effektivwert von 230 Volt kann auf gar keinen Fall der sogenannte Mittelwert sein. Denn wie man hier leicht sieht, haben wir hier eine gewisse Anzahl positiver Werte und genau die gleiche Anzahl negativer Werte. Das heißt, dass über eine ganze Periode hinweg der Mittelwert dieser Spannung 0 sein muss. Und genauso wird es auch ausgedrückt, die sinusförmige Wechselspannung ist mittelwertfrei. Das ist sogar eine recht wichtige Eigenschaft der sinusförmigen Wechselspannung. In folgendem Bild erkläre ich nun, was mit dem sogenannten Gleichrichtwert gemeint ist. Und zwar ist es durchaus naheliegend, wenn ich mir die ursprüngliche sinusförmige Wechselspannung ansehe, in diesem Bereich gestrichelt gezeichnet, die negativen Werte als positive Werte anzunehmen, also quasi nach oben zu klappen, so wie es in elektronischen Schaltungen von Gleichrichtern auch tatsächlich passiert. Und daher wird dieser Wert, der gleich dabei rauskommen wird, tatsächlich auch Gleichrichtwert genannt. Jedoch ist dieser Wert kein Maß für die Effektivität der Wechselspannung. Und der Effektivwert, auf den das Ganze hier hinauslaufen soll,
beschreibt genau die Effektivität. Wir werden das gleich bei der näheren Betrachtung des Effektivwertes genauer verstehen. Wenn ich den Gleichrichtwert bilde, dann werde ich also alle Werte als positive Werte betrachten und anschließend für diese Funktion den Mittelwert bilden. Dabei kommt ein Wert von 206,9 Volt heraus. Die Berechnung dieses Mittelwertes aus dem Funktionsverlauf heraus ist durchaus relativ kompliziert. Ich nehme die hier nicht im Detail vor. Es kommt dabei heraus, dass der Gleichrichtwert gleich 2 geteilt durch Pi mal U-Dach ist. Und somit komme ich hier auf einen Wert von 0,64 mal 325 Volt gleich 206,9 Volt. Wie bereits gesagt, ist dieser sogenannte Gleichrichtwert zwar ein Wert, der durchaus eine Rolle spielt, aber er entspricht eben nicht dem Effektivwert, was man ja durchaus zunächst annehmen könnte. Tatsächlich ist es so, dass die Frage nach dem Effektivwert eine ganz bestimmte Situation voraussetzt. Denn wenn ich mir nun eine sinusförmige Wechselspannungsquelle vorstelle, an die gar kein Verbraucher angeschlossen ist, so hat diese Spannung überhaupt keinen Effekt. Sie bewirkt ja nichts. Daher muss der Effektivwert an eine besondere Situation gebunden sein. Ein Effektivwert kann also nur für eine fest definierte Situation beschrieben werden, in der die Spannung einen Verbraucher versorgt. Diese Situation ist definiert für den Fall, dass ein ohmscher Widerstand an die sinusförmige Wechselspannungsquelle angeschlossen wird, also ein tatsächlich oft vorkommender Standardfall. Der Effektivwert ist dabei ein Maß für die Wirkung, die diese Wechselspannung in diesem ohmschen Verbraucher hat. Mit Wirkung ist dabei die Leistung gemeint, die durch das Anlegen der Wechselspannung in diesem ohmschen Verbraucher in Wärme umgesetzt wird. Diese Definition entspricht tatsächlich folgender sehr vernünftigen Analogie, nämlich eine sinusförmige Wechselspannung erzielt in einem ohmschen Widerstand eine gewisse Wirkung, also eine Leistung, die genauso groß ist wie die Leistung, die eine Gleichspannung erzielen würde, die gerade eben genau diesen Effektivwert hat. Also in unserem öffentlichen Netz in Westeuropa die sinusförmige Wechselspannung mit dem Spitzenwert von 325 Volt könnte ersetzt werden durch eine Gleichspannung von 230 Volt und würde dabei genau die gleiche Wirkung erzielen wie eben diese Wechselspannung. Das ist übrigens gar nicht so einfach praktizierbar, eine saubere Gleichspannung von 230 Volt zu generieren. Es ist also hier nur ein gedankliches Experiment. Im nächsten Schritt werde ich nun erläutern, wie die Wirkung, nämlich die Leistung in dem ohmschen Widerstand, von dieser sinusförmigen Wechselspannung abhängig ist und wie sich daraus der sogenannte Effektivwert ergibt. Ich habe hier diese 3 Buchstaben klein geschrieben, ganz bewusst, da es sich ja um eine sinusförmige Spannung handelt und daraus ein sinusförmiger Strom entsteht. Das ist daher üblich, diese Buchstaben klein zu schreiben. Und das P, die Leistung, ist zunächst auch eine Wechselgröße und wird daher zunächst auch mit einem kleinen Buchstaben gekennzeichnet. Die Leistung P ist von der Spannung abhängig und ich möchte genau diese Wirkung der Spannung im Effektivwert beschreiben. Nun ist aber die Leistung P nicht nur von der Spannung abhängig, sondern die Spannung wiederum treibt ja nun auch einen Strom durch den Widerstand, der ebenfalls sinusförmig ist, sodass in diesem Strom indirekt diese Spannung auch wiederzufinden ist. Daher muss ich nun, wenn ich das Ganze mathematisch betrachte, den Strom I durch das Ohmsche Gesetz ersetzen, indem ich hier U durch R teile. Ich setze daher in diese Gleichung, wir finden sie hier wieder, für I U durch R ein, woraus die Gleichung P gleich U² durch R entsteht. Hier sehen wir genau, in welcher Weise die Leistung P von der Spannung abhängig ist, nämlich von der Spannung zum Quadrat. Um die Wirkung der sinusförmigen Wechselspannung auf den Widerstand festzustellen,
kann ich nun nicht einfach den Mittelwert der sinusförmigen Wechselspannung bilden, sondern ich muss tatsächlich den Mittelwert dieser quadrierten Spannung ermitteln. Das heißt, dass der Effektivwert der Wechselspannung ein Mittelwert aus einer quadrierten Spannung ist. Da aber nun bei diesem Wert, der hier rauskommt, wieder die Einheit Volt gelten muss und beim Quadrieren der Spannung Volt Quadrat herauskommen würde, ich somit eine andere Einheit hätte, muss nun wiederum die Wurzel aus dem Ergebnis gezogen werden. Und damit folgt, dass der Effektivwert der Wechselspannung die Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten Spannung ist. U effektiv ist also die Wurzel aus dem Mittelwert von U Quadrat. Im Liniendiagramm spiegelt sich das Ganze nun folgendermaßen wider. Ich sehe hier zunächst die sinusförmige Wechselspannung, deren Scheitelwert ich hier etwas erhöht habe, damit das Bild anschaulich bleibt. Und die rote Kurve stellt nun tatsächlich die quadrierte sinusförmige Wechselspannung dar, die somit nur noch positive Werte hat. Auch im negativen Bereich bei der sinusförmigen Wechselspannung ist das Quadrat immer positiv. Und da ich diese Werte quadriere, kommen dabei natürlich sehr große Spitzenwerte heraus. Und über diese quadrierte Funktion muss nun der Mittelwert gebildet werden und daraus wird dann die Wurzel gezogen. Die Tatsache, dass der Effektivwert die Wurzel aus dem Mittelwert der quadrierten Spannung ist, spiegelt sich im Englischen sehr schön wieder in dem Begriff Root Mean Square. Root heißt dabei Wurzel und Mean Square meint Mittelwert. True heißt so viel wie wahrer Effektivwert, also wahrer Root Mean Square. Auf den Messgeräten, die dazu in der Lage sind, solche Werte zu messen, steht entsprechend True RMS. Im Deutschen könnte man das als wahren Wurzelmittelwert bezeichnen, wenn man es denn direkt übersetzt. Will man nun tatsächlich den Mittelwert berechnen aus der quadrierten Sinusspannung, so muss man diese Formel anwenden. Ich werde das hier nicht explizit tun, ich zeige nur einmal die Formel. Die sieht schon relativ kompliziert aus, dabei muss ein Integral ausgerechnet werden, was ich vielleicht in einem weiteren Video einmal zeigen werde, aber nicht in diesem Video. Dabei rauskommt, dass der Effektivwert gleich dem Scheitelwert geteilt durch Wurzel 2 ist, beziehungsweise wenn ich das Ganze umstelle, ist der Scheitelwert gleich dem Effektivwert mal der Wurzel 2. Im öffentlichen Netz kommt damit raus für unseren Effektivwert U gleich Scheitelwert 325 Volt geteilt durch Wurzel 2 gleich 230 Volt. Will man nun elektrische Spannung oder Ströme messen, so ist es sehr wichtig, darauf zu achten, welche Art von Messgerät man verwendet. Und zwar ist es so, dass sogenannte Drehspulmessgeräte tatsächlich den Gleichrichtwert anzeigen. Das heißt, das Messergebnis muss durch eine entsprechende Skala korrigiert werden, sodass dann tatsächlich ein Effektivwert erscheint. Dies gilt allerdings nur für sinusförmige Größen, Spannung und Ströme. Das heißt, wenn ich nun einen Korrekturfaktor hier einführe, so gilt er eben nur für sinusförmige Größen und nicht für alle anderen Größen. Dreheisenmessgeräte hingegen, die deutlich weniger verwendet werden, zeigen sofort den Effektivwert an. Um nun den Effektivwert auszurechnen, mit Hilfe des Gleichrichtwertes, der ja eigentlich von dem Drehspulmessgerät erfasst wird, muss nun eine Korrektur angewendet werden. Die ergibt sich daraus, dass ich U gleich U Dach durch Wurzel 2 anwende und hier das U Dach ersetze durch den Gleichrichtwert. Das heißt, ich muss diese Formel auf U Dach umstellen, das Ganze hier einsetzen und dabei ergibt sich nun, dass der Effektivwert gleich dem Gleichrichtwert mal diesem sogenannten Korrektur- oder auch Formfaktor ist. Der Formfaktor korrigiert also das, was wirklich gemessen wird, zu dem Effektivwert. In diesem Fall ist das Pi geteilt durch 2 mal Wurzel 2. Der Formfaktor ist allerdings, wie der Name schon sagt, entscheidend von der Form der eigentlichen Spannung bzw. des Stromes abhängig.
ist nun aber die zu messende Größe nicht mehr rein sinusförmig. Wir sehen hier ein Beispiel mit sogenannten Oberschwingungen. So passt der Korrekturfaktor nicht mehr. Ein einfaches Messgerät wird aber konsequent diesen Korrekturfaktor anwenden, sodass das Messergebnis für diese Spannung bzw. einen entsprechenden Strom somit falsch wäre. Auf diesem Bild sehen wir eine Reihe von Schwingungen. Das Bild habe ich von Wikipedia. Wir sehen hier den Quellnachweis. Und wir sehen, dass die Formfaktoren sich unterscheiden, je nach Kurvenform. In der Praxis ist es daher sehr wichtig, dass man darauf achtet, sogenannte True RMS Messgeräte zu verwenden, wie zum Beispiel dieses True RMS Multimeter von Fluke. Ist ein Messgerät nicht in der Lage, True RMS Messungen durchzuführen, so wird halt sehr häufig ein falscher Wert angezeigt. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen anschaulich und vernünftig erklären, warum bei der Bildung des Effektivwertes einer sinusförmigen Wechselspannung der Mittelwert der quadratischen Spannung ermittelt werden muss. Und daraus muss natürlich noch die Wurzel gezogen werden. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.